Wer kennt ihn nicht? Efteling, den wohl bekanntesten und für viele auch schönsten Freizeitpark der Niederlande. Für mich persönlich ist Efteling einer der einzigartigsten Freizeitparks Europas. Kaum ein anderer Park schafft es, Märchen, Themenwelten, Natur und Attraktionen so besonders miteinander zu verbinden. Jedes Jahr besuchen Millionen Menschen den Park. Viele kommen für einen Tagesausflug, andere besuchen Efteling mehrmals im Jahr. Und genau deshalb sieht man immer häufiger Besucher mit einer Efteling-Jahreskarte. Doch lohnt sich eine Jahreskarte wirklich? Spart man damit tatsächlich Geld oder ist ein normales Tagesticket am Ende die bessere Wahl? Und ab welcher Entfernung lohnt sich die Jahreskarte überhaupt noch? Genau das finden wir heute heraus. Wir schauen uns die verschiedenen Jahreskarten an, rechnen für Singles, Paare und Familien durch, berücksichtigen sogar die Anfahrtskosten und finden heraus, für wen sich die Jahreskarte wirklich lohnt. Also, los geht's! Die Efteling-Jahreskarte kostet je nach Variante zwischen 240 und 400 Euro pro Jahr. Das klingt zunächst nach einer Menge Geld. Doch wenn man bedenkt, dass ein reguläres Tagesticket inzwischen zwischen 40 und 56 Euro kostet, sieht die Rechnung plötzlich ganz anders aus. Aber Vorsicht! Viele Besucher rechnen nur den Eintritt. Dabei werden oft die tatsächlichen Gesamtkosten vergessen. Und genau deshalb schauen wir uns heute die komplette Rechnung an. Die 3 Jahreskarten im Überblick. Aktuell bietet Efteling 3 verschiedene Jahreskarten an. Beginnen wir mit der Classic-Jahreskarte. Diese kostet 240 Euro pro Jahr bzw. 21 Euro pro Monat. Dafür hältst du Zugang an 290 Tagen im Jahr. Zusätzlich profitierst du von Rabatten bei Partnerparks und Zoos, vergünstigen Übernachtungen sowie 2 rabattierte Eintrittskarten für Freunde. Die nächste Variante ist die Plus-Jahreskarte. Sie kostet 310 Euro pro Jahr bzw. 28,50 Euro pro Monat. Hier erhältst du Zugang an 340 Tagen im Jahr. Zusätzlich bekommst du 5% Rabatt auf Essen, Getränke und Souvenirs im Park. Für viele regelmäßige Besucher dürfte genau diese Variante der interessanteste Mittelweg sein. Die umfangreichste Variante ist die Premium-Jahreskarte. Sie kostet 400 Euro pro Jahr bzw. 36 Euro pro Monat. Dafür erhältst du Zugang in allen 365 Tagen des Jahres. Zusätzlich bekommst du 10% Rabatt auf Essen, Getränke und Souvenirs, 4 rabattierte Freundestickets und ein exklusives Souvenir sowie Zugang zu besonderen Jahreskarten-Events. Alle 3 Karten beinhalten außerdem Vorteile bei Partnerparks, Rabatte auf Übernachtungen sowie Vergünstigungen für ausgewählte Veranstaltungen. Doch welche Variante lohnt sich nun wirklich? Das hängt vor allem davon ab, wie oft du Efteling besuchst. Wichtige Änderungen beim Parken. Bevor wir rechnen, müssen wir noch über das Parken sprechen, denn hier hat sich 2026 einiges verändert. Neue Jahresparkkarten werden nicht mehr angeboten. Stattdessen erhalten Jahreskarteninhaber künftig Rabatte auf den regulären Parkplatzpreis. Der reguläre Parkplatzpreis ist momentan 15 Euro. Mit der Classic-Jahreskarte erhältst du 40% Rabatt. Mit der Plus-Jahreskarte 50% und mit der Premium-Jahreskarte sogar 60% Rabatt. Das bedeutet, mit Classic zahlst du ungefähr 9 Euro Parkgebühren, mit Plus ca. 7,50 Euro und mit der Premium nur noch knapp 6 Euro pro Besuch. Diese Kosten sollten wir später unbedingt in unserer Rechnung mit einbeziehen. Lohnt sich die Jahreskarte für Singles? Schauen wir uns zuerst einmal Alleinreisende an. Ein reguläres Efteling-Ticket kostet je nach Besuchstag zwischen 40 und 56 Euro. Für unsere Rechnung nehmen wir einen Durchschnittspreis von 50 Euro. Bei 5 Besuchen im Jahr würdest du bereits 250 Euro alleine für Eintritt bezahlen, damit du den Preis der Classic-Jahreskarte praktisch erreichst. Ab 5 bis 6 Besuchen pro Jahr wird die Jahreskarte daher interessant. Allerdings spielt die Entfernung eine entscheidende Rolle.
Wer weiter als 250 Kilometer entfernt wohnt, gibt oft mehr Geld für die Anreise aus als für die Jahreskarte selbst. Mein Fazit für Singles: bis 100 Kilometer Entfernung lohnt sich die Jahreskarte relativ schnell. Zwischen 100 und 250 Kilometer sollte man mindestens 5 Besuche pro Jahr planen. Darüber hinaus lohnt sie sich hauptsächlich für echte Efteling-Fans. Lohnt sich die Jahreskarte für Paare? Für Paare sieht die Rechnung deutlich besser aus, denn die Fahrtkosten werden auf 2 Personen verteilt. Unsere 105 € Anreisekosten entsprechen dann nur noch rund 52 € pro Person. Bereits 3 Besuche pro Jahr kosten bei normalen Tickets ungefähr 300 €. Damit befindet man sich bereits im Preisbereich einer Plus-Jahreskarte. Besonders interessant wird die Jahreskarte für Paare, die Efteling zu verschiedenen Jahreszeiten erleben möchten. Denn Efteling verändert seinen Charakter über das Jahr enorm. Frühling, Sommer, Herbst, Winter Efteling. Jede Jahreszeit fühlt sich fast wie ein neuer Parkbesuch an. Mein Fazit für Paare: ab 3 bis 4 Besuchen pro Jahr wird eine Jahreskarte interessant. Ab 5 Besuchen pro Jahr lohnt es sich häufig sehr deutlich. Lohnt sich die Jahreskarte für Familien? Für Familien wird die Rechnung besonders spannend. Nehmen wir 2 Erwachsene und 2 Kinder. Schon ein einziger Besuch kann schnell deutlich über 150 € kosten. Nach 2 bis 3 Besuchen im Jahr wird eine Jahreskarte dafür häufig wirtschaftlich interessant. Doch für Familien gibt es noch einen weiteren, viel größeren Vorteil: kein Zeitdruck. Kinder möchten Attraktionen mehrfach fahren. Man macht mehr Pausen, man verbringt Zeit auf Spielplätzen, man genießt den Märchenwald. Und oft schafft man gar nicht alles an einem einzigen Tag. Mit einer Jahreskarte verschwindet dieser Druck vollständig. Man kann spontan vorbeikommen, nur Symboliker fahren, eine Runde Gondoletta genießen oder einfach einen entspannten Nachmittag im Märchenwald verbringen. Genau deshalb halte ich die Jahreskarte besonders für Familien sehr attraktiv. Ab welcher Entfernung lohnt sich die Jahreskarte? Kommen wir zur vielleicht wichtigsten Frage. Bis zu etwa 100 Kilometer Entfernung lohnt sich eine Jahreskarte oft schon bei wenigen Besuchen. Zwischen 100 und 250 Kilometer sollte man etwa 4 bis 5 Besuche pro Jahr planen. Zwischen 250 und 400 Kilometern lohnt sich die Jahreskarte meist nur noch für regelmäßige Besucher. Und ab über 400 Kilometer Entfernung wird die Reise oft zum größten Kostenfaktor. Da lohnt sich die Jahreskarte vor allem für große Efteling-Fans oder Familien, die mehrere Kurzurlaube im Jahr planen. Der größte Vorteil der Jahreskarte: viele Besucher rechnen nur den Eintritt. Doch meiner Meinung nach ist das gar nicht der größte Vorteil. Der größte Vorteil ist Freiheit. Du musst nicht alles in einem einzigen Tag schaffen. Du kannst spontan kommen, eine Attraktion fahren, ein Eis essen, durch den Märchenwald spazieren oder einfach die Atmosphäre genießen. Und genau dadurch verändert sich das gesamte Efteling-Erlebnis. Mein persönliches Fazit: die Classic-Jahreskarte lohnt sich für Besucher, die mehrmals pro Jahr nach Efteling fahren möchten. Die Plus-Jahreskarte dürfte für die meisten regelmäßigen Besuchern die beste Wahl sein. Und die Premium-Jahreskarte lohnt sich vor allem für echte Fans, die den Park sehr häufig besuchen und alle Vorteile aktiv nutzen. Für Gelegenheitsbesucher reichen normale Tagestickets meist vollkommen aus. Für Familien, Paare und regelmäßige Besucher kann die Jahreskarte dagegen eine wirklich interessante Investition sein. Jetzt interessiert mich eure Meinung. Habt ihr bereits eine Efteling-Jahreskarte? Welche Variante würdet ihr wählen? Und wie weit habt ihr es eigentlich bis nach Efteling? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Wenn euch dieses Video geholfen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal für weitere Freizeitpark-Guides, ehrliche Lohnt-sich-Analysen und Erlebnisvideos aus Europas Freizeitparks.
Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bevor wir weitermachen, bleibt noch eine wichtige Frage. Denn egal, ob du dich für eine Jahreskarte entscheidest oder nicht, irgendwann steht immer die eigentliche Planung deines Efteling-Besuchs an. Und genau da machen die meisten Besucher den entscheidenden Fehler. Sie kommen einfach in den Park, ohne Plan, und verlieren dadurch nicht nur Zeit, sondern oft auch das komplette Erlebnis. Efteling ist nämlich kein kleiner Freizeitpark. Efteling ist eine ganze Welt für sich. Mit über 30 Attraktionen, Shows, Restaurants, Themenbereichen und versteckten Details kann man hier schnell den Überblick verlieren. Deshalb gehen wir jetzt den nächsten Schritt. Wenn du also wissen willst, wie du deinen Besuch wirklich optimal planst, ohne lange Wartezeit, ohne Stress und ohne unnötige Umwege, dann ist genau das jetzt dein Video. Denn jetzt zeige ich dir alles, was du für den perfekten Efteling-Tag 2026 wissen musst. Also klick jetzt auf das nächste Video und wir sehen uns gleich dort. Freue mich! Beautiful, wonderful, marvelous, lovable, beautiful, wonderful, you.